Eine Analyse des Analogteils vom Multimeter HM8011. Zur Übersicht zuerst der komplette Analogteil des Schaltplans des Messgeräts. Man sieht hier an der linken Seite die 4 Eingangsbuchsen des Messgeräts, die Volt-Ohm-Buchse, die Milliampere-Buchse, die 20-Ampere-Buchse und die gemeinsame COM-Buchse. Der Ausgang ist auf der rechten Seite, er ist hier bezeichnet mit Mess für Measure. Hier geht es weiter zum Digitalteil, welcher die übergebene Spannung dann zur Anzeige bringt. Ein übergreifendes Element über den gesamten Schaltplan ist der Stufenschalter zur Wahl des Messbereichs. Er taucht hier an mehreren Stellen auf. Die Stellen sind durch eine gestrichelte Linie miteinander verbunden. Betrachten wir zuerst den Eingang zur Spannungsmessung etwas genauer. Über die Eingangsbuchse gelangt das Eingangssignal über einen 1 Kiloohm Widerstand, über den Ohm-Umschalter, über den AC-DC-Umschalter, dann auf den Eingangsteiler. Solch eine Widerstandskette gibt es fertig als Bauteil zu kaufen. Sie besteht aus 5 Widerständen, die das Eingangssignal immer wieder durch 10 teilen. Der unterste Widerstand hat einen Wert von 1 Kiloohm und bildet mit dem darüberliegenden Widerstand von 9 Kiloohm einen Spannungsteiler geteilt durch 10. Die beiden Widerstände zusammen ergeben 10 Kiloohm und bilden mit dem darüberliegenden 90 Kiloohm Widerstand wieder einen Teiler geteilt durch 10. So geht es weiter bis zu dem obersten 9 Megaohm Widerstand, der mit dem unteren Rest zusammen dann 10 Megaohm ergibt. Somit ergibt sich ein Eingangswiderstand des Messgeräts im Voltbereich von 10 Megaohm. Der Stufenschalter zur Wahl des Messbereichs greift hier die gewünschte geteilte Spannung ab und gibt diese dann auf den Ausgang. Kommen wir jetzt zu den Eingängen für die Strommessung. Das Signal gelangt von der Milliampere-Buchse über eine Sicherung, dann über den Eingangswahlschalter wieder an eine Spannungsteilerkette. Auch hier ist wieder ein ähnliches Bauteil verbaut, jedoch mit 4 Widerständen in einem Gehäuse. Das Netzwerk wurde hier am oberen Ende noch mit 2 zusätzlichen Widerständen ergänzt. Der Schalter ist bei Strommessungen hier umgelegt auf Milliampere und das Signal gelangt von der Milliampere-Buchse hier über den Schalter direkt an den Ausgang. Der Spannungsbereich ist bei Strommessungen immer gleich, 0 bis 200 mV, da je nach gewähltem Messbereich immer ein anderer Schandwiderstand in die Messung eingeschleift ist, entspricht diese Spannung immer einem anderen Strom. Alle Widerstände des Teilers zusammen addiert ergeben einen Gesamtwiderstand von 1 Kiloohm. Somit ergibt sich im kleinsten Strommessbereich des Messgeräts ein Durchgangswiderstand von 1 Kiloohm. Die anderen Innenwiderstände der Strommessbereiche lassen sich dann einfach durch Addition der Teilerwiderstände ausrechnen. Wenn der Stufenschalter nicht mehr auf der oberen Position sitzt, fließt der Messstrom zum Ausgang zusätzlich noch über die oberen Teilerwiderstände. Da der Messstrom jedoch sehr klein ist, kann er vernachlässigt werden und der Spannungsabfall über den Widerständen spielt hier keine Rolle. Ein weiteres auffälliges Objekt in der Bildschirmmitte ist dieses hier. Hier handelt es sich um einen Brückengleichrichter, bei dem der Ausgang kurz geschlossen ist. Der Brückengleichrichter ist hinter der Sicherung zum Strommessbereich parallel geschaltet. Das hat folgenden Effekt. Wenn an die Milliampere-Buchse eine Spannung angelegt wird, die größer ist als die Durchlassspannung von 2 Gleichrichterdioden, das heißt ca. 1,4 Volt, fließt dort sofort ein sehr hoher Strom. Dies zerstört die Sicherung und schützt damit den Stromeingangsteiler des Messgeräts. Diese Art der Absicherung wird in der Elektrotechnik Crowbar genannt. Der etwas höhere 2 Ampere Messbereich des Messgeräts ist mit einer extra Sicherung abgesichert. Hier sind die Schandwiderstände jedoch schon so klein, dass bei einer Überspannung die Sicherung durchbrennt und nicht die Widerstände. Der extra große 20 Ampere Messbereich ist nicht abgesichert, die Buchse ist direkt mit dem Schandwiderstand verbunden. Der Innenwiderstand hier beträgt 0,01 Ohm. Kommen wir nun zu dem Teil in der Mitte des Schaltplans, mit dem zusammen der obere Teil noch eine zweite Funktion erfüllt: die Widerstandsmessung. Die gesamte Anordnung im unteren Teil stellt eine Stromquelle dar,
deren Strom zusammen mit dem Eingangsteiler umschaltbar ist. Die 3 Schalter sind jetzt alle 3 umgelegt, wodurch die Stromquelle aktiv wird. Der Strom der Stromquelle wird über diesen Weg nach außen geleitet. Das entspricht einer Standardwiderstandsmessung mit einer Stromquelle, die immer einen linearen Signalverlauf hat. Am Ausgang hinten wird die Spannung gemessen, die am Messobjekt anliegt. Da der eingestellte Strom bekannt ist und einfach nur die Spannung an dem Widerstandsobjekt gemessen wird, entspricht die Anzeige des Spannungsmessgeräts dem Wert des Widerstands direkt in Ohm. Die vielen Kondensatoren in der Schaltung dienen lediglich der Entstörung. Sie haben auf die eigentliche Messung im Gleichstrombetrieb keinen Einfluss. Dieser Teil der Schaltung ist zuständig für die Messung von Wechselgrößen. Ein zusätzliches Element bei der Messung von Wechselgrößen befindet sich hier. Sobald der Schalter auf AC umgelegt wird, fließen alle Eingangsströme über diesen Kondensator. Eine angelegte Gleichspannung im AC-Betrieb wird dann immer zu einem Wert 0 führen. Im DC-Betrieb fließt das Signal komplett an dieser Schaltung vorbei. Wenn im AC-Betrieb beide Schalter nach unten zeigen, wird das Signal durch die Schaltung hindurchgeleitet. Als erstes folgt hier ein Verstärker mit der Verstärkung 10. Danach folgt ein integrierter Schaltkreis von Analog Devices, welcher einen kompletten Effektivwertgleichrichter enthält. Das Ausgangssignal ist eine Gleichspannung, die dem Effektivwert der Eingangswechselgröße entspricht. Zum Schluss noch einige Bemerkungen zu dem Schaltungsteil rechts oben. Die Ausgänge der Schaltung sind die Dezimalpunkte der 1er, 10er, 100er und 1000er Stelle. Diese einfache Logik mit Dioden dient dazu, den richtigen Dezimalpunkt zum entsprechenden Messbereich einzuschalten.